Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Elektroauto-Umsteiger. Vor 2 Jahren, im April 2020, haben wir unser erstes Elektroauto gekauft, ein Kia e-Niro. Das war damals das Modell, welches zu einem vertretbaren Preis am besten zu den Bedürfnissen unserer Familie passte. Ein halbes Jahr später konnten wir den e-Niro abholen und seitdem hat er uns auf über 37.000 Kilometer treue Dienste geleistet, im Alltag wie im Urlaub. Ihr findet auf diesem Kanal eine ganze Reihe von Videos über unsere Erfahrungen mit dem Fahrzeug. Wir werden den e-Niro auch auf absehbare Zeit weiterhin als unser Familienauto nutzen. Dennoch habe ich mir eine Frage gestellt: Wenn wir heute, also im April 2022, ein E-Auto kaufen würden, welches würden wir denn dann wählen? Schließlich kommen fast monatlich neue Modelle auf den Markt, was ja sehr positiv ist. Es sind aber mittlerweile so viele, dass man schon mal den Überblick verlieren kann. In diesem Video zeige ich euch auf, wie ich mich durch diesen Angebotsdschungel gekämpft habe und zu welchen Schlussfolgerungen ich dabei gekommen bin. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Zwei Anmerkungen vorneweg, bevor wir uns einzelne Modelle anschauen. Die Betrachtung ist hypothetisch. Wir haben aktuell nicht vor, uns ein neues Auto zu kaufen. Es gibt nur wenige Schwachstellen beim e-Niro, die uns ernsthaft stören würden. Die Software ist nicht auf dem Stand von 2022, würde ich sagen, insbesondere was so Live-Ladeplanung angeht. Die Ladeleistung am Schnelllader könnte etwas höher sein. Ein etwas größerer Kofferraum wäre auch nicht verkehrt, aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt sind wir mit dem Fahrzeug zufrieden und haben daher derzeit auch keine Wechselabsichten. Ich stelle in diesem Video also eher die Frage, was wäre wenn? Ich habe auch nicht die Intention, hier eine Kaufempfehlung für eine Marke oder ein Modell abzugeben. Ich bin kein Autoexperte. Ich habe die allermeisten Modelle niemals selbst gefahren. Das Ganze hier ist lediglich eine theoretische Betrachtung aus reinem Interesse aus Käufersicht. Und die Bedürfnisse eines jeden Autokäufers sind natürlich sehr individuell und damit auch unterschiedlich. Ich gehe in diesem Video darauf ein, was unsere spezifischen Anforderungen sind und wähle danach aus. Mit anderen Bedürfnissen kommt man natürlich auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Schon wenn wir kein Kind hätten oder 3 statt eines, würden wir wahrscheinlich ein anderes Auto auswählen. Genug der Vorrede, jetzt geht's los. Welche Fahrzeuge kommen denn nun für uns überhaupt in Frage? Wir starten mit einer kleinen Vorauswahl, bevor wir uns in der Endrunde die Top-Kandidaten näher anschauen. Das erste Ausschlusskriterium hier ist jetzt der Preis. Ich habe eine persönliche Schmerzgrenze, die liegt so bei 40.000 Euro nach staatlicher Förderung. Und ich versuche natürlich so mit vergleichbarer Ausstattung die Fahrzeuge zu vergleichen. Es geht auch um die Listenpreise für Neufahrzeuge. Es sind keine Gebrauchtfahrzeuge, die wir uns anschauen. Und ich nehme den Umweltbonus 2022 hier als Referenz, auch wenn ich weiß, dass manche Autos vielleicht gar nicht mehr in 2022 zu haben sind. So, welche Autos fallen denn dann raus? Na, da haben wir leider schon mal alle Teslas. Denn ein Tesla unter 40.000 Euro kriegt man selbst mit Umweltbonus im Moment nicht. Audis wird auch schwer, außer vielleicht den e-tron 35, der hat aber zu wenig Reichweite. BMW, bis auf den i3, der uns zu klein ist, auch keine Option. Alle Mercedes- und Porsche-Modelle fallen raus. Ford Mustang Mach-E, leider auch zu teuer, genauso wie Genesis, Lucid Air, Jaguar I-Pace und auch alle elektrischen Vans, wie zum Beispiel der Opel Zafira e-Life, Peugeot, Toyota haben elektrische Vans, kommen nicht in Frage. Dann haben wir noch den Volvo C40 bzw. XC40 mit dem entsprechenden Ausstattungspaket, was man meiner Meinung nach braucht. Kommen die auch nicht in Frage. Landet man auch deutlich über diesen 40.000 Euro, die wir uns persönlich als Schmerzgrenze für ein Auto gesetzt haben. Ist natürlich sehr willkürlich, ist aber einfach so, dass ich finde, ein Auto ist am Ende des Tages immer noch ein Gebrauchsgegenstand und noch mehr Geld sind wir eben nicht bereit, dafür auszugeben. Das Ausschlusskriterium Nummer 2 ist das Raumangebot und sind die Platzverhältnisse. Der e-Niro ist vom Raumangebot her okay für uns, aber auch nicht zu üppig. Wir sind da immer noch etwas verwöhnt vom Vorgänger, dem Opel Zafira. Der hatte Platz ohne Ende und deshalb haben wir uns für den e-Niro ja auch für längere Urlaube eine Dachbox angeschafft. Gibt es auch ein Video zu.
Ja, der eNiro hat ein offizielles Kofferraumvolumen von 451 Litern. Wir haben uns zusätzlich noch einen Frunk reingebaut, bringt ungefähr 50 Liter. Und wesentlich drunter würden wir also auch nicht gehen wollen beim nächsten Fahrzeug. Und auch auf der Rückbank sollte natürlich noch ausreichend Platz sein. Welche Fahrzeuge fallen jetzt raus wegen eines mangelnden Raumangebots? Da haben wir den VW ID.3 und Cupra Born, die sind ja Schwestermodelle, haben deutlich kleineren Kofferraum als der eNiro und keinen Frunk. Opel Corsa E und Mokka E sind natürlich zu klein, genauso der Peugeot E208. Auch leider der Renault Megane E-Tech, eigentlich ein cooles Auto, aber 440 Liter offiziell, kein Frunk, wenig Platz auf der Rückbank. Das ist mir insgesamt etwas zu wenig. Hyundai Kona ist der kleinere Bruder vom eNiro, also kleiner, zu klein. Der alte Hyundai Ioniq käme nicht in Frage, weil er zu klein ist. Genauso von Renault, die Zoe und der Twingo. Und dann gibt es noch Dacia Spring, Fiat 500e, Honda E, VW E-Up, Mini Cooper, die sind ohnehin alle zu klein. Auch noch knapp zu klein ist der Polestar 2. Ja, insbesondere auch, weil er eine kleine Ladeklappe hat. Das ist ein bisschen für mich das gleiche Problem wie beim Tesla Model 3. Die haben grundsätzlich schon recht großen Kofferraum, insbesondere das Model 3. Aber durch die kleine Klappe finde ich das im Alltag dann etwas zu unpraktisch, gerade wenn man mal etwas größere Sachen transportieren möchte. Das dritte und letzte Ausschlusskriterium in der Vorauswahl ist die Reichweite. Ich setze da eine WLTP-Reichweite von ungefähr 400 Kilometern als Limit. Die reale Reichweite, gerade auf der Autobahn oder bei ungünstigen Wetterbedingungen, liegt natürlich deutlich unter der offiziellen im WLTP-Zyklus gemessenen Reichweite. Für mich sagt sie trotzdem etwas aus. Eine Sache, die mir dabei wichtig ist, ist die Langstreckentauglichkeit. Ich möchte nicht alle 150 Kilometer Pause machen müssen, wenn ich auf der Langstrecke unterwegs bin. Das nervt irgendwann. Und der andere Aspekt sind Tagesausflüge. Die möchte ich nämlich ohne Nachladen machen können. Zum Beispiel fahre ich von Münster, wo wir wohnen, gerne mal nach Düsseldorf zum Eishockey. Das sind so rund 120 Kilometer von uns aus. Hin und zurück sind es also 240. Da möchte ich selbst im Winter bei niedrigen Temperaturen und bei Regen nicht drüber nachdenken müssen, ob ich das denn jetzt wirklich hin und zurück schaffe oder ob ich nicht unterwegs nochmal laden muss. Ist natürlich sehr subjektiv, aber das habe ich jetzt mal angelegt als Minimumkriterium. Also 400 Kilometer WLTP, Pi mal Daumen, wer fällt drunter? Ja, da haben wir zum Beispiel den Lexus UX 300e, Mazda MX-30, Opel Combo eLife XL, Peugeot E2008 und auch den Nissan Leaf, wobei der in der Variante E Plus sogar bei 385 Kilometern WLTP liegt und damit eigentlich nur ganz knapp unter dem Limit ist. Aber er hat dann auch noch diesen CHAdeMO-Ladeanschluss und damit ist er für uns sowieso raus, denn damit gehört er zu einer aussterbenden Art. Ja, erstes Fazit dieser Vorauswahl. Das Angebot an Elektroautos ist mittlerweile wirklich recht beeindruckend. Viele davon kommen für uns allerdings überhaupt nicht in Frage. Kommen wir nun also zu den Modellen, die es in die Endrunde geschafft haben. Welche Fahrzeuge sind übrig geblieben? Da haben wir zum einen den Kia eNiro in der Ausführung Spirit, also praktisch unser jetziges Auto, mit 64 Kilowattstunden Batterie, liegt ein bisschen über der 40.000 Euro Grenze. Ich habe hier jetzt noch die Preise und die Werte des alten eNiro genutzt. Es gibt jetzt gerade die Ankündigung des neuen Modells im April 2022. Da habe ich allerdings noch zu wenig Daten, deswegen habe ich den noch nicht hier verglichen, sondern das alte Modell genommen. Wobei die Unterschiede jetzt auch nicht so riesig sind im Vergleich zum neuen eNiro, nur dass er noch einen Tacken teurer wird. Und natürlich auch ein paar kleinere Verbesserungen hat. Dann haben wir von Kia ebenfalls den EV6. Mit der kleinen Batterie habe ich den jetzt hier in der Wertung und mit Hinterradantrieb. Mit dem R-Paket landet er unter 40.000 Euro und kommt damit hier in die Endrunde. Ebenfalls das Schwestermodell Hyundai Ioniq 5, ebenso mit kleiner Batterie und mit dem Dynamic-Paket. Mit der kleinen Batterie, weil er mit der großen halt deutlich über die 40.000 Euro kommt.
Dann haben wir noch aus China den iWays U5. Wir haben von MG direkt 3 Modelle in der Endrunde: den Marvel R, den ZS EV und den MG5. Von Skoda haben wir den Enyaq in der Version IV60, also die etwas kleinere Batterie, nicht die große Batterie, denn dann wäre er auch deutlich über den 40.000 Euro gewesen. Und schließlich auch noch aus demselben Konzern den VW ID4. Den allerdings jetzt mit der großen Batterie, mit 77 Kilowattstunden sind es, glaube ich, in der Version Pro Performance. Denn mit der kleinen Batterie hätte er wiederum eine zu geringe WLTP-Reichweite für unsere Bedürfnisse. Diese 9 Modelle bewerte ich nun anhand 5 verschiedener Kriterien, jeweils auf einer Skala von 1 bis 5. Das erste Kriterium, was nun hier in der Endauswahl angelegt wird, ist die Reichweite. Die Reichweite hatten wir ja schon vorher bei der Vorauswahl. Das heißt, wir haben eben nur Fahrzeuge hier, die eine WLTP-Reichweite von um die 400 Kilometer mindestens haben. Wir sehen, der Hyundai Ioniq 5 mit der kleinen Batterie hat 384. Da bin ich noch gnädig gewesen und habe ihn mit reingenommen. Insbesondere aufgrund der tollen Ladegeschwindigkeit. Ja, aber insgesamt kommt er genauso wie der Kia EV6 mit der kleinen Batterie dadurch natürlich hier nicht so ganz weit nach vorne, bekommen jeweils nur einen Punkt, genauso wie der MG5 iWays und der MG Marvel R. Auch noch der Skoda Enyaq mit der kleinen Batterie, die bekommen hier alle nur einen Punkt bei der Reichweite, weil sie eben nur um die 400 Kilometer WLTP-Reichweite haben. Deutlich besser schneidet ab der MG ZS EV, denn der kann immerhin 440 Kilometer WLTP-Reichweite erreichen. Dann haben wir den Kia e-Niro, eben unser heutiges Fahrzeug mit 455, bekommt auch 3 Punkte. Und der Sieger in dieser Kategorie ist der VW ID4. Mit der großen Batterie kommt er auf beeindruckende 517 Kilometer nach WLTP. Also, das gibt 4 Punkte. Und wir kommen zur zweiten Kategorie, das ist der Verbrauch. Finde ich auch sehr wichtig bei einem Elektrofahrzeug, gerade im Alltag auch. Natürlich hat es auch Auswirkungen auf die Langstreckenfähigkeit, aber gerade im Alltag, es ist ja einfach auch ein Kostenfaktor, mehr und mehr. Und hier zeigt sich die Effizienz des Kia e-Niro. Ist wirklich toll, wie wenig das Fahrzeug verbraucht, insbesondere da er ja auf einer Verbrennerplattform gebaut wird. Trotzdem hat er einen sehr niedrigen WLTP-Verbrauch, der sich auch durchaus in der Realität erzielen lässt, zumindest bei günstigen Bedingungen auf der Landstraße zum Beispiel. Ebenso sehr gut im Verbrauch ist hier der Skoda Enyaq, deswegen bekommen diese beiden Fahrzeuge hier volle Punktzahl, 5 Punkte. Etwas weniger, mit 3 Punkten haben wir dann VW ID4, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, die alle doch ein bisschen mehr verbrauchen, in den 160ern. Die Einheit hier sind Wattstunden pro Kilometer. Und ebenso in der Kategorie ist der iWays U5. Und noch schlechter beim Verbrauch sind die MG-Modelle, insbesondere der Marvel R mit 19,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Ist schon wirklich sehr durstig, würde man sagen, beim Verbrenner. Ich weiß nicht, ob man bei Strom von durstig sprechen kann. Er verbraucht einfach sehr viel und deswegen hier nur ein Punkt in der Kategorie. Die dritte Kategorie ist das Volumen und hier habe ich geschaut, wie viel Kofferraumvolumen haben die Fahrzeuge und auch geschaut, haben sie einen Frunk. Der Kia e-Niro hat ja eigentlich keinen Frunk, aber wir haben einen eingebaut und der hat 48 Liter Volumen, also habe ich das hier auch dazu gerechnet. Er bietet zumindest die Möglichkeit, einen Frunk einzubauen. Ich weiß nicht, ob das ist bei diesen anderen Modellen. Soviel ich weiß, kann man beim Skoda Enyaq und VW ID4 keinen Frunk einbauen. Und ich glaube auch beim MG5 und MG ZS EV geht es nicht. Der Marvel R hat einen Frunk, dafür nicht so einen großen Kofferraum. Ich habe also beide Volumina addiert und wir kommen dadurch zu einem Gesamtvolumen und da liegt ganz vorne der Ioniq 5, bekommt also volle Punktzahl, der ist wirklich sehr geräumig. Auch noch geräumig sind der Kia EV6 und Skoda Enyaq, die bekommen 4 Punkte hier.
Schließlich auch noch ID4, iWays U5 haben auch ein tolles Platzangebot, 3 Punkte. Darunter liegen dann eben der Eniro und die MG-Modelle. Die nächste Kategorie ist die Langstrecke und da hole ich etwas aus und nehme euch mit in A Better Route Planner. Denn ich habe hier A Better Route Planner genutzt, um eine Strecke zu simulieren. Ehrlich gesagt habe ich mehrere Strecken simuliert, aber ich zeige euch jetzt mal eine hier. Das ist die Strecke von Münster, wo wir wohnen, nach Abdenau im Salzburger Land in Österreich. Da sind wir tatsächlich im Urlaub gewesen. Und das ist schon eine ordentliche Strecke. Und hier nehme ich jetzt zum Beispiel mal, ich zeige es euch nur anhand eines Beispiels, den Kia Eniro. Sage, wir fahren mit 100% los. Der Referenzverbrauch hier wird von A Better Route Planner automatisch eingestellt. Dann sage ich, nee, ich möchte nicht so oft laden, deswegen stelle ich das etwas runter hier. Habe keine Veränderung vorgenommen beim Ladenetz, auch nicht bei der Batterie, außer dass ich sage, wir möchten mit 50% ankommen, denn vor Ort weiß ich nicht, wie das mit den Lademöglichkeiten so aussieht. Ansonsten habe ich hier die Standardeinstellungen gelassen. Ich habe allerdings alle Fahrzeuge, da ich sie ja vergleichbar machen wollte, auf 130 km/h Maximalgeschwindigkeit gestellt. Ja, und dann kann man auch schon losgehen und rechnen lassen. Und das kann man dann eben für verschiedene Fahrzeuge tun und bekommt dadurch einen ganz guten Überblick davon, wie langstreckentauglich sie denn sind. Denn ich bekomme, wenn er jetzt hier fertig ist mit dem Rechnen, die Information, wie lange dauert es insgesamt. Also jetzt hier für die 861 Kilometer sind es 10 Stunden 5 Minuten. Aha, er hat ja die Geschwindigkeit angepasst auf dem ersten Abschnitt. Das ist etwas, was ich normalerweise auch ausschalte. Er fährt jetzt hier nur 120 Kilometer pro Stunde maximal auf dem ersten Abschnitt bis Kirchheim. Dadurch ist die reine Fahrzeit 7 Stunden 40, die Ladezeit 2 Stunden 25 und es sind 4 Ladungen. Also ich habe mir hier sowohl angeschaut, wie lange muss man denn insgesamt an der Ladesäule stehen. Also in diesem Beispiel hier sind es 2 Stunden 25. Und auch wie viele Ladestops muss man denn machen? Weil ich finde, auf so einer langen Strecke 4 Ladungen ist okay, 4 Pausen zu machen. Wenn man 10 Stunden unterwegs ist, 5, 6, 7 Pausen, finde ich dann irgendwann nicht mehr in Ordnung. Auch wenn die Ladestops an sich vielleicht sogar kürzer werden. Das ist typischerweise so bei dem Hyundai Ioniq 5 und dem Kia EV6, denn die haben eine geringe Reichweite aufgrund der kleinen Batterie, laden aber dafür sehr schnell in den Pausen. Das habe ich dann aber trotzdem als Abzug gewertet, weil das, ich finde es nicht so komfortabel, nicht so praktisch auf lange Reisen. Also ihr seht dennoch, dass sie gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, diese beiden Fahrzeuge. Also Kia EV6 ist sogar auf Platz 2 hier. Ich habe ihm 4 Punkte gegeben in der Langstreckentauglichkeit. Getoppt wird er nur vom VW ID4. Der hat ja einfach diese sehr gute Reichweite, die WLTP-Reichweite, hatten wir ja vorhin gesehen. In Kombination mit einer ordentlichen Ladegeschwindigkeit ist er am besten geeignet für Langstrecken aus meiner Sicht. Im Mittelfeld landen der Kia Eniro und der Ioniq 5. Und nicht so langstreckentauglich finde ich den Skoda Enyaq mit der kleinen Batterie, den iWays und die 3 MG-Modelle. Beim Marvel R ist es insbesondere der hohe Verbrauch, der hier auch sich negativ bemerkbar macht. Letzte Kategorie, die Garantie. Ich habe hier so vorgeschaut, wie sieht es denn aus mit der Fahrzeuggarantie? Als auch, was ist mit der Batterie? Welche Garantie bekommt man auf die Batterie? Und wie oft muss man denn eigentlich zur Wartung? Das ist ein Punkt, der mich ein bisschen nervt beim Kia Eniro. Ihr seht hier, da muss man jedes Jahr zur Inspektion alle 15.000 Kilometer, und ich habe eingangs erwähnt, wir sind bisher 37.000 Kilometer gefahren in 1,5 Jahren. Das heißt, wir waren schon zweimal bei der Inspektion, obwohl unser Auto noch nicht mal 2 Jahre alt ist. Und spätestens nach dem Sommerurlaub müssen wir zur 3. Inspektion. Das finde ich bei einem Elektroauto sinnlos, muss ich sagen. Das führt hier zu deutlichen Abzügen. Deswegen bekommt der Eniro auch nur 3 Punkte in dieser Kategorie, obwohl er sonst gute Garantiebedingungen hat mit 7 Jahren und 150.000 Kilometer. Da liegen zum Beispiel VW und Skoda deutlich drunter.
die auf die Fahrzeuge standardmäßig nur 2 Jahre Garantie geben. Deswegen bekommen Sie hier auch nur 2 Punkte. Auch wenn sie bei den Wartungsintervallen kulanter sind. Getoppt wird die Liste hier vom Kia EV6 und dem iWays U5, die, wie ich finde, sehr gute Garantiebedingungen bieten mit 150.000 Kilometern für das Fahrzeug und für die Batterie. Und auch ein humanes Wartungsintervall haben wie der Kia EV6 mit 30.000 Kilometern oder sogar sehr human wie beim iWays, wo man erst nach 100.000 Kilometern das erste Mal zum Service muss, um die Garantie zu erhalten. Was bedeutet all dies nun in der Endabrechnung? Das seht ihr hier. Wir haben als Gewinner den Kia EV6 und den VW ID.4 mit 17 Punkten jeweils. Knapp dahinter, 1 Punkt weniger nur, der Ioniq 5 und der Eniro. Der Eniro schlägt sich also auch immer noch gut, obwohl er ja eben nicht mehr der jüngste ist und ich ja hier die alte Version ins Rennen geschickt habe. Ja, ihr seht auch, dass diese Fahrzeuge eben an der oberen Grenze dessen liegen, was wir bereit sind zu zahlen. Der EV6 sogar drüber mit 41.690 € in dieser Konfiguration, die ich gewählt habe. Es ist aber so, dass man bei Kia und auch bei Hyundai durchaus Händlerrabatte bekommen kann. Also der tatsächliche Preis kann nochmal unter dem hier liegen. Also ich glaube schon, dass man den EV6 auch unter 40.000 € bekommen kann. Das geht nicht beim VW, so viel ich weiß. Aufgrund dieses Agenturmodells bekommt man da keine Rabatte. Also die 39.000 sind dann in dieser Konfiguration tatsächlich fix und das untere Limit. Ja, der EV6 punktet insbesondere bei der Garantie auf der Langstrecke und mit seinem Volumen. Der ID.4 auch auf der Langstrecke, nicht so sehr bei der Garantie, aber dafür bei der Reichweite eben nochmal. Ioniq 5 war der Beste beim Volumen und hat auch eine gute Garantie. Das sind seine Stärken und trotz der schlechten WLTP-Reichweite kommt er also so weit nach vorne hier in der Gesamttabelle. Der Eniro punktet insbesondere beim Verbrauch mit seiner Effizienz, die ihn dann auch auf der Langstrecke und bei der Reichweite noch rettet. Ja, der iWays U5 finde ich ist auch ein ganz spannendes Auto. Hat jetzt hier 14 Punkte nur bekommen, kann man sagen, aber der Preis ist natürlich auch heiß hier mit den 33.000 € Nachförderung. Allerdings muss ich jetzt sagen, war heiß, denn gestern sind Informationen rausgekommen, dass iWays U5 den Preis anhebt für die Premium-Ausstattung um satte 3.500 €. Dafür bekommt er dann auch 3-Phasen-Ladung an Wechselstrom, was natürlich gut ist. Aber trotzdem liegen wir dann hier bei 36.500 €. Ich hatte aufgrund der alten Preise auch mal so aus Spaß eine Probefahrt gemacht bei Euronics mit dem iWays U5. Der wird ja über Euronics vertrieben. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Fährt sich wirklich gut, komfortabel. Aber es gab dann doch ein paar Knackpunkte, wie den hohen Verbrauch und eben da auch noch der fehlende 3-Phasenlader, die das Auto dann insgesamt nicht so interessant gemacht haben, finde ich. Ja, den Skoda Enyaq würde ich dann doch eher mit der großen Batterie in Betracht ziehen, auch wenn er dann über 40.000 € liegt, weil mit der kleinen bekommt er eben insgesamt nur 14 Punkte. Aufgrund der Reichweite und der daraus folgenden fehlenden Langstreckentätigkeit. Die 3 MG-Modelle landen auf den letzten Plätzen. Insgesamt doch ein bisschen wenig beim ZS-EV und MG5, wobei die aber natürlich auch preislich sehr attraktiv sind, hier mit unter 32.000 € nach Förderung. Und ich glaube, bei den aktuellen Lieferzeiten könnte man die sogar noch in 2022 bekommen. Also die volle Förderung auch noch erhalten. Wie es mit der Förderung in 2023 aussieht, steht bei Aufnahme dieses Videos noch nicht fest. Ja, nicht attraktiv finde ich den Marvel R auf dem letzten Platz, insbesondere aufgrund des Verbrauchs und der daraus resultierenden Reichweite. Auch das Volumen war dann letztlich nicht überzeugend. Deswegen finde ich jetzt hier die 38.000 € nicht attraktiv für den Marvel R. Die Modelle MG5 und ZS-EV könnten ja zumindest aufgrund des Preises doch noch irgendwie spannend sein. Ja, das ist die Schlussfolgerung der Endrunde.
Wie eingangs schon erwähnt, kommen monatlich neue Modelle auf den Markt. Es gibt einige interessante Kandidaten in der Pipeline, die ich in dieser Auswahl noch nicht berücksichtigt habe, da mir einfach noch zu wenig Informationen vorlagen. Viele dieser Fahrzeuge sind auch schon noch nicht bestellbar. Um welche Fahrzeuge geht's? Nissan Ariya zum Beispiel, Fisker Ocean, BYD, der chinesische Hersteller, will Fahrzeuge nach Deutschland bringen, Subaru Solterra und das erste vollelektrische Fahrzeug von Toyota, der BZ4X. Die könnten alle spannend werden für uns. Jetzt interessiert mich aber, was meint ihr? Welche Kriterien sind für euch entscheidend bei der Auswahl eines Elektroautos? Und welches ist dann euer Favorit am Ende? Schreibt das gerne hier unten in die Kommentare unter dem Video. Und damit sage ich danke für euer Interesse und bis bald.